Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Selbstbewusster werden und das Selbstvertrauen stärken. Ich differenziere Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und wir fangen mal direkt mit dem Selbstbewusstsein an. Selbstbewusstsein verstehe ich als etwas, das von innen kommt. Das heißt, die Überzeugung von uns über uns selbst, was wir für Fähigkeiten haben, was wir für Qualitäten haben. Und das bezieht sich natürlich ganz stark auf unsere Denkstrukturen. Das, was wir von uns selbst halten, ist natürlich auch durch ganz viele Erfahrungen bedingt. Aber unsere Denkstrukturen, gerade die über uns selbst, die wirken halt oft unbewusst. Und deswegen finde ich es immer wichtig, sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, okay, was denke ich überhaupt von mir? Was habe ich überhaupt für Fähigkeiten? Was habe ich für Qualitäten? Was kann ich gut? Und ich empfehle euch jetzt als allererstes mal einen kurzen Assoziationstest zu machen. Also holt euch mal kurz was zum Schreiben, ja, einen Zettel und einen Stift einfach. Und macht jetzt einfach mal diese Aufgabe mit mir, haltet dazu gleich auch auf jeden Fall das Video an, weil ihr kennt das, wenn man Dinge aufschiebt, sich denkt, okay, mal später macht man sie eh nie. Also jetzt auf jeden Fall einen Zettel und Stift rausholen. Und jetzt macht es mal, setzt euch einen Wecker oder so im Handy, keine Ahnung, und schreibt jetzt einfach mal 30 Sekunden lang auf, ohne groß drüber nachzudenken, die ersten Begriffe, die euch zu dem einfallen, was ich gleich sage, egal ob es Adjektive sind, Verben oder, einfach zu dem Satz ich bin. Also ihr vervollständigt den jetzt quasi und ihr schreibt einfach mal runter, was euch darüber dazu einfällt, also die ersten Sachen, die euch in den Kopf kommen, weil dann seht ihr, was ihr halt unbewusst von euch haltet. Das ist ganz interessant, das mache ich auch oft mit dem Team, wenn es darum geht, wenn es darum irgendwie um die Fragen, wenn jetzt jemand gerne mehr Geld verdienen will oder so, erstmal herauszufinden, okay, was hast du überhaupt für eine Einstellung zu Geld, ja? Weil wenn du da zum Beispiel eine negative Einstellung hast, wirst du auch niemals viel Geld verdienen, ist ja kein Wunder, wenn du unterbewusst denkst, zum Beispiel Geld ist schlecht, warum sollte es dann in dein Leben kommen? Ne? Und genauso bezieht sich das auf dich selbst. Es ist erstmal überhaupt wichtig zu wissen, was du überhaupt von dir selber hältst und zu schauen, okay, wo können wir denn ansetzen und welche Dinge pushen dich, welche sind gut, ja, für dein Selbstbewusstsein. Weil ist natürlich so, umso mehr positiv du von dir selbst überzeugt bist, ja, umso produktiver bist du, umso mutiger bist du, umso eher gehst du in Situationen rein und setzt Dinge um. Ja. Deswegen macht ihr mal ganz klar, okay, was halte ich überhaupt von mir? Und dann geht es natürlich darum, Denkstrukturen zu ändern, weil so viele Menschen zum Beispiel denken von sich selbst, okay, ich bin schüchtern, ich bin nicht gut genug, oder? Geht ja ganz, ganz vielen so. Und wie können wir das jetzt verändern? Also da gibt es ein paar Dinge, vor allem zwei Dinge, die haben mir sehr, sehr gut geholfen. Ganz ehrlich, Leute, die erste Sache, die ich euch jetzt erzähle, ich dachte früher, das wäre bescheuert. Kennt ihr diese Filme, wo diese Frauen sind, die sich in den Spiegel schreiben, ich bin stark? Ich dachte früher immer, was ein Bullshit, aber ich schwör's euch, das funktioniert. Ja, positive Affirmationen. Und wie machen wir das? Wir finden erstmal raus, okay, was denken wir überhaupt von uns selber? Schreiben all die Dinge auf, ja, das macht ihr ja gerade hoffentlich, diesen Assoziationstest. Und dann kringen wir mal alle Sachen ein, die positiv sind. Ja, ich sage immer, die positiven Sachen einkringen, weil wir ja generell lernen sollten, unseren Fokus auf die positiven Dinge zu legen. Und all die Sachen, die nicht eingekringelt sind, die schreiben wir um, positiv formuliert. Also immer das Gegenteil. Ja? Wenn da jetzt zum Beispiel steht, ich bin schüchtern und du wertest es als negativ und nicht bestärkend, ja, für die Welt, dann formulierst du das um in ich bin selbstbewusst. Ja? Und das machst du mit all den Dingen, die du quasi negativ von dir denkst. Und dann, glaub mir, lest diese Dinge jeden Tag laut vor. Ja? Am besten mit einem hohen Energielevel. Ja, umso höher dein Energielevel ist, umso eher glaubt dein Unterbewusstsein dir das. Warum macht das Sinn? Also es funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen, aber langfristig hat das wirklich einen großen Effekt. Ich habe das selbst bei mir ausprobiert über ein halbes Jahr und es hat wirklich einfach gewirkt. Ja? Das macht eigentlich auch Sinn, denn überlegt mal, wenn ihr jetzt ein kleines Kind habt, ja, und ihr erzählt dem Kind von klein auf jeden Tag, du bist scheiße, du erreichst nichts im Leben. Was wird wohl aus dem Kind? Ja? Was wird es denken, wenn es 17, 18 ist? Es wird denken, ich bin scheiße, aus mir wird nichts im Leben. Und dementsprechend handeln die Menschen ja immer, oder? Weil Handlung beginnt immer mit unserem Denken, mit unseren Emotionen. Und wenn wir davon schon überzeugt sind, dass wir bestimmte Dinge nicht können, nicht gut genug sind, dass nicht das Beste verdient haben, ja, dann werden wir auch nie die Dinge tun, die notwendig sind, um eben
ja, erfolgreich zu werden, um das Gute in unserem Leben anzuziehen. Deswegen ist das so, so wichtig, dass wir unsere Denkstrukturen bearbeiten. Also das habe ich wirklich, also das mache ich heute immer noch, wenn mir irgendwas auffällt, aber eine Zeit lang habe ich das wirklich, also bestimmt so über ein halbes Jahr mit den Dingen, die mich halt früher belastet haben, gemacht und es hat sich wirklich was verändert. Also es ist echt krass. Ich habe mich einfach komplett verändert und deswegen kann ich euch sagen, es funktioniert. Das ist die eine Sache, also positive Affirmation und wirklich täglich euch diesen positiven Input geben, weil dein Gehirn glaubt alles. Ja? Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Was du deinem Gehirn erzählst, das nimmt es einfach auf und verarbeitet das. Und wenn du dem jeden Tag erzählst, ich bin Millionär, ich bin Millionär, ich bin Millionär, keine Ahnung, oder ich bin Money Magnet, war auch einer meiner Glaubenssätze, die ich damit aufgeschrieben habe. Also wenn du dem immer diesen ganzen positiven Input gibst, dann hält das Gehirn das für wahr. Also du formulierst das auch in Ich bin. Ja? Ich bin selbstbewusst, ich bin stark, ich bin eine wundervolle Frau, keine Ahnung, ich bin großartig, ich bin klug, whatever. Ja? Das ist die eine Sache und die andere Sache, die ihr machen könnt, das habe ich zum Beispiel gemacht, ist, wie lernen wir gut? Ja? Wir lernen gut durch Belohnung, aber noch besser durch Strafe. Und was ich zum Beispiel eine ganze Zeit lang gemacht habe, ist, ich hatte so ein Gummiband um mein Handgelenk und immer wenn nicht supportive, ja, was heißt denn supportive, unterstützende Gedanken in meinem Kopf waren, also Gedanken, die mir nicht gut tun, sondern die negativ sind, ja, die mich eher runterziehen, habe ich so lange dran gezogen, bis das so weht hat, dass dann kommst du eher auf andere Gedanken, ja, wenn du plötzlich Schmerz empfindest, aber so lange, bis der Gedanke aufhört. Weil was passiert, wenn du das regelmäßig machst? Ja? Dein Gehirn assoziiert dann irgendwann mit diesem negativen Gedanken Schmerz, ja, und so funktioniert unser Gehirn, das will ja weg von Schmerz, wir vermeiden alles, was Schmerz bringt. Das bedeutet langfristig, wenn man das lang umsetzt, wird es auch mit diesen Gedanken aufhören. Und ich habe das früher zum Beispiel gemacht, weil ich war früher ein Mensch, ich habe immer sehr, sehr negativ gedacht. Ja? Kennt ihr das? Wenn ihr zum Beispiel in einer Beziehung seid und keine Ahnung, der Freund lässt die Socken irgendwo rumliegen, ja, mir konnte es den ganzen Tag versauen. Ja, dann denkt man erst, oh, okay, diese scheiß Socken und direkt kommen Assoziationen dazu, nie räumt der auf, immer ist alles unordentlich, der weiß meine Arbeit nicht zu schätzen, wenn ich hier aufräume und dann war ich immer in so einer Negativspirale und konnte mich ewig aufregen. Was bringt mir das? Überhaupt nichts, außer schlechte Laune. Dafür habe ich das zum Beispiel auch gemacht, also immer, wenn negative Gedanken in meinem Kopf waren, die mich runtergezogen haben, die mir schlechte Laune gemacht haben, habe ich so lange dran gezogen, bis es halt weg war. Und ich habe gelernt, immer besser diese Gedanken zu kontrollieren. Und heute, und ihr werdet das langfristig wirklich merken, also früher zum Beispiel, auch als ich jetzt im Network angefangen habe, hat mich jedes Nein am Anfang extrem gekränkt. Ja? Also am Anfang, mir hat jemand gesagt, nein, der hat keinen Bock aufs Business, ich war eine Woche deprimiert. Aber mit der Zeit, wenn ihr lernt, positiver zu denken, negative Gedanken abzulegen, werden die Zeiträume immer geringer. Wenn heute irgendeine Scheiße passiert, ja, die mich irgendwie aufregt, dann bin ich, keine Ahnung, das geht innerhalb von Sekunden. Dann bin ich vielleicht kurz ein bisschen angefressen, ja, und dann denke ich aber, okay, was bringt mir das? Nix, leg's ab. Und ich schaffe es innerhalb von Minuten, wieder gut drauf zu sein und wieder positiv zu denken. Und das ist so ein Geschenk, Leute. Denn wir sind produktiver, wenn wir positiv denken und uns geht's auch einfach besser, oder? Negative Gedanken, wütend zu sein, traurig zu sein, bringt uns eigentlich nur Negatives. Ja? Also warum sollten wir wütend und traurig sein? Ja, und das habe ich eben immer gemacht, um diese negativen Gedankenströme quasi zu durchbrechen, weil ich damit da früher halt echt Probleme hatte, rauszukommen. Und das hilft aber auch immer bei diesen Gedanken, wenn du von dir selbst dann negative Gedanken hast, wenn du jetzt in irgendeiner Situation bist und dir denkst, oh, nee, ich kann das nicht, ja, oder ich bin nicht gut genug, oder und dann zieh halt. Ja, kannst du machen, kannst nicht machen. Ich will dir niemand dazu animieren, sich selbst weh zu tun. Ich meine, da passiert ja jetzt nichts Großartiges, ne? Aber ja, schon dein Gehirn wird dadurch einfach schon abgelenkt, weil halt eben ein Schmerzreiz da ist. Also die beiden Sachen haben mir extrem geholfen, meine Denkstrukturen zu verändern. Natürlich passiert es auch mir manchmal und deswegen muss man immer aktiv dran arbeiten an seinem Mindset, dass man wieder in alte Denkmuster zurückfällt. Ja? Aber ja, man muss halt ewig an seiner Persönlichkeit weiterarbeiten, das ist ja ganz klar. Aber das hat mir auf jeden Fall geholfen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid jemand, hey, ich kann doch überhaupt nichts, ich bin in nichts gut oder so, dann empfehle ich euch mal Feedback zu holen von eurem Bekanntenkreis, ja, von euren Ängsten, von der Familie, von Freunden. Denn glaubt mir, jeder Mensch ist in Dingen gut und jeder Mensch hat tolle Qualitäten und tolle Fähigkeiten. Ja, und es geht einfach nur darum, sich dessen mal bewusst zu werden. So, das ist die eine Seite und die andere Seite ist das Selbstvertrauen, oder? Und das Selbstvertrauen, das verstehe ich als etwas, was von außen kommt. Selbstvertrauen verstehe ich als, hey, bestehe ich in der Situation? Habe ich ein Vertrauen zu mir selber, dass ich jede Situation, die im Leben kommt, meistern kann?
Ja? Weil wenn ich davon überzeugt bin, dass ich jede Situation meistern kann, dass ich alles schaffen kann im Leben, dann bist du einfach unaufhaltsam, weil du alle Dinge tust, alle Dinge einfach ausprobierst, keine Angst hast. Ja? Und das kommt ganz, ganz stark durch Erfahrungen. Also da muss man sich auch erstmal fragen, woher kommt das überhaupt? Oder warum haben so viele Menschen immer Angst, in Situationen nicht zu bestehen? Das bedeutet ja quasi zu scheitern. So viele Menschen trauen sich nicht, Dinge anzufangen, weil die Angst davor haben, zu scheitern. Das Ding ist, wenn wir gar nicht anfangen, dann sind wir schon gescheitert, oder? So, und ich denke, das ist auch einfach zurückzuführen auf diese eine Sache, die uns alle quält, nämlich, dass wir alle Anerkennung wollen und Angst davor haben, abgelehnt zu werden von Menschen. Ja? So ist der Mensch einfach, ist halt evolutionär bedingt. Ne? Früher mussten wir in Gruppen koexistieren, früher mussten wir von den Menschen gemocht werden, um überhaupt überleben zu können, hunderte Jahre, keine Ahnung, 1000 Jahre zurück in der Vergangenheit. Und dafür war es einfach wichtig und deswegen funktioniert unser Gehirn so, wir wollen Anerkennung. Wir haben oft Angst, Fehler zu machen. Ganz ehrlich, das kommt, glaube ich, auch durch unser ganzes Schulwesen, einfach natürlich auch durch die Erziehung. Weil wie ist es denn in der Schule, zum Beispiel Leute, die Angst haben, vorne zu sprechen, oder? Das kann ja so schnell entstehen. Ja, du bist in der Schule, du musst irgendeinen Vortrag machen, dann passt dem Lehrer irgendwas nicht oder du verhaspelst dich mal. Die Klasse fängt an zu lachen, du hast dich blamiert in Anführungsstrichen. Das heißt, du fühlst dich irgendwie gedemütigt, dir ist das peinlich, du kriegst keine Anerkennung, sondern Ablehnung in dem Moment quasi. Und in Zukunft redest du nicht mehr vorne und irgendwann denkst du, du kannst nicht vorne reden, oder? So entwickeln sich ja ganz oft solche Dinge, solche Muster. Und deswegen finde ich unser Schulsystem auch sehr, sehr schlecht übrigens, weil ich denke, dass man dort immer nur auf seinen Fehler hingewiesen wird. Also die Art, wie beigebracht wird, finde ich nicht sehr vorteilhaft in dieser Welt, aber mal anderes Thema. Auf jeden Fall. Wie können wir denn jetzt diese Dinge ändern? Also es geht ja eigentlich immer nur darum, dass wir Angst davor haben, abgelehnt zu werden, Angst davor zu scheitern, dass das Menschen sehen vor allem, oder? Und mein bester Tipp ist, den ich euch geben kann, geht immer in die Situation. Also das Einzige, was mir geholfen hat, ist, mich einfach mit den Dingen zu konfrontieren, vor denen ich Angst habe. Immer in die Situation gehen, die mir unangenehm ist. Kennt ihr das Gefühl? Ja, das kennt ihr doch alle. Dann kriegt man so Flattern im Bauch und denkt dann denkt man sich so, oh nee, ich will lieber weglaufen. Ja, und das ist der Moment, wenn du nach vorne gehen musst, wenn du Vollgas geben musst, wenn du in die Situation reingehen musst. Denn ganz ehrlich, Freunde, die Situationen sind nie so schlimm, wie wir sie uns vorstellen. Ja? Und was passiert denn am Ende des Tages? Selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwas Neues ausprobierst, was passiert im schlimmsten Fall? Ja? Du wirst ja nicht sterben. Ja? Wenn du das erstmal zum Beispiel jetzt im Network bist und du sollst, keine Ahnung, auf Englisch mal eine Präsi machen oder so. Ja? Was kann denn passieren im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall versteht die Person dich gegenüber nicht. Ja, macht auch nichts. Ja, vielleicht findet die dich ja trotzdem sympathisch und guckt sich danach ein Video an. Aber das Ding ist halt immer, wir haben immer so hohe Ansprüche an uns selbst, dass wir immer alles perfekt machen wollen, dass wir die Dinge erst gar nicht ausprobieren. Und deswegen seht diese Sachen eher als Learning an. Ja? Wenn ihr jetzt das erste Mal zum Beispiel eine Person, also zum Beispiel jetzt eine Präsi auf Englisch machen sollt, ne, seht das gar nicht an, als das muss jetzt perfekt sein, dass die Person einsteigt, sondern seht das an als, hey, ich mache das jetzt einfach mal, um zu lernen, um über mich selber hinauszuwachsen, denn es geht immer nur um die Bedeutung, die wir den Dingen beimessen. Wenn wir das als so was betrachten, als Learning, als neue Erfahrung, die uns weiterbringen, dann ist es gar nicht so schlimm, wie wenn wir das als etwas betrachten, was jetzt perfekt sein muss, um zu den und den Abschluss zu kommen. Wir setzen uns oft sehr, sehr stark selber unter Druck. Ja? Und wenn man den Dingen einfach eine andere Bedeutung gibt, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Ja? Begebt euch immer wieder in neue Situationen und mit jedem Mal wird es einfacher, weil euer Gehirn dann jedes Mal checkt, hey, ich hatte so eine große Angst davor, aber es war gar nicht so schlimm. Das ist genauso, wenn Menschen Höhenangst haben, was machen die denn? Ja? Die üben dann einfach, irgendwelche Berge hochzuklettern, Treppen hochzulaufen, keine Ahnung. Und wenn wir es regelmäßig, kontinuierlich machen und das Hirn immer wieder die Info kriegt, okay, ich hatte Todesangst davor, aber ich merke, es ist gar nicht so schlimm, ja, dann überträgt sich das ja langfristig auf jede weitere Situation im Leben, wenn ihr solche Dinge regelmäßig macht. Also euch immer neu herausfordern. Ja, ganz, ganz wichtig. Bei mir war das zum Beispiel so, das ist so krass, ich war mal auf einem Seminar und da gab es so eine Übung mit einem Pfeil. Ja? Das heißt, da war so ein Pfeil mit einer Metallspitze und die hat dann jemand festgehalten, der Pfeil kam hier drauf und dann sollten wir dagegen laufen. Leute, ich habe bei hunderten Leuten gesehen, dass es funktioniert hat, aber ich hatte Todesangst. Ich war fest davon überzeugt, mein Gehirn war fest davon überzeugt, ich werde dagegen laufen, das wird meine Schweißröhre oder Luftröhre da irgendwie durchdringen und ich werde sterben. Ja? Also seht ihr mal, obwohl ich es bei so vielen Leuten gesehen habe, dass es nicht passiert ist, aber seht ihr mal, wie unser Gehirn funktioniert, ja? Obwohl es total nicht
ja, realistisch war, hatte ich so eine krasse Angst davor. Und Angst ist ja immer etwas Unrealistisches. Ja? So, und ganz ehrlich, mir kamen die Tränen, als ich das gemacht habe. Ich bin so froh, dass ich es doch, also ich habe es halt trotzdem gemacht, obwohl ich, als ich das gemacht habe, echt Angst hatte, ich werde dabei sterben. Aber ich habe es halt gemacht. Und was hat das meinem Gehirn gezeigt? Hey, du hattest einen völligen Irrglaube. Das Ding ist, wir sind so oft von Dingen überzeugt und denken, wenn wir etwas für wahr halten, ist es wahr, aber das ist gar nicht so. Ja, verlasst euch nie auf euren Kopf, weil euer Kopf hat meistens keine Ahnung, ist so. Aber das war halt so eine krasse Erfahrung für mich und die hat mir einfach nur gezeigt, ja, dass Angst einfach etwas totales Irrationales ist, was uns überhaupt nicht weiterbringt. Und immer wenn ich an einer neuen Situation bin, von der ich Angst habe, vor der ich denke, okay, ich kann das nicht, ja, dann stelle ich mir das auch immer wieder vor. Und ich denke mir auch immer, ich versuche mir halt immer selbst den Druck rauszunehmen und erinnere mich daran, dass jede Situation im Leben einfach nur eine Erfahrung ist, um später mal ja, einfach besser zu sein, damit die Dinge einem einfach leichter fallen. Das kann ich euch echt nur empfehlen. Also macht einfach mal, schreibt euch positive Affirmationen auf, wenn ihr das machen wollt wie ich. Ja, wenn ihr negative Gedanken habt, straft euch quasi selber mit ein bisschen Schmerz, aber nicht zu krass. Ja, ihr sollt euch jetzt nicht verprügeln oder solche Sachen. Dann geht immer in neue Situationen rein, fordert euch immer raus, macht die Dinge, vor denen ihr Angst habt, Leute, ohne Spaß. Das ist so, so wichtig. Ja? Also das ist so eigentlich das Beste, was du tun kannst, um dein Selbstvertrauen zu stärken, weil du dann jedes Mal wieder unterbewusst diesen Gedanken bekommst, hey, ich habe es geschafft, obwohl ich Angst hatte, habe ich es geschafft. Und dann fällt es einem mit der Zeit immer weniger schwer, neue Dinge auszuprobieren. Es gibt so ein Buch, das, ich weiß gar nicht mehr, in welchem das stand, da hat eine Frau erzählt, dass ihr Vater ihr, als sie klein war, immer gesagt hat, sie muss sich jeden Tag blamieren, damit sie die Angst vor Ablehnung ja, verliert. Und wenn sie sich einen Tag nicht blamiert hat, dann hat sich der Tag nicht gelohnt. Und jeden Abend musste sie es halt immer erzählen. Geil, oder? Also finde ich mega geil. Also sie musste immer sagen, welche Fehler in Anführungsstrichen sie quasi gemacht hat. Ja. Finde ich auch mal einen coolen anderen Ansatz. Und was natürlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir unserem Unterbewusstsein, also uns selbst quasi immer wieder beweisen, dass wir uns auf uns selbst verlassen können. Wenn ihr 100%ige Sicherheit verspürt, ja, dass ihr euch auf euch verlassen könnt, ja, dann ist die Welt, also dann ist auch jede neue Situation nicht halb so angsteinflößend einfach. Und das fängt in den kleinen Dingen an. Denkt immer dran, wie ihr die kleinen Dinge tut, so tut ihr auch die großen. Es ist wirklich so. Ja. Deswegen, ich sage ja auch immer, jede kleine Handlung, die du jeden Tag tust, die bestimmt, wie dein Leben aussieht. Ja, in jeder kleinsten Handlung, wie du dich selbst behandelst, die Entscheidungen, die du jeden Tag triffst, ob du deine To-Dos durchziehst und so weiter und so fort. Und da auch ganz, ganz wichtig ist, dass du immer Dinge durchziehst, die du dir vornimmst. Ja? Und das ist so wichtig für dein Unterbewusstsein, um eben dieses Selbstvertrauen in dich selbst zu stärken. Also wenn du dir heute vornimmst, zum Sport zu gehen, geh zum Sport. Nicht nur um Sport zu machen, sondern um dir selber zu zeigen, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. Ja? Oder viele fangen auch mit kleinen Dingen an, wie zum Beispiel, okay, keine Ahnung, ich mache jeden Tag mein Bett, ja, damit es so eine Routine wird. Das ist sowas lächerliches, so eine lächerliche Kleinigkeit, wo sich die Leute denken, hä, warum soll ich denn so einen Scheiß machen? Aber es geht immer nur um die Message, die du deinem Unterbewusstsein schickst. Und wenn du so kleine Dinge tust und die dann jedes Mal erfüllst, ist das jedes Mal so eine Bestätigung für dein Unterbewusstsein. Und ihr wisst, die meisten Dinge wirken unterbewusst und das hat so einen großen Einfluss auf unsere Entscheidungen, die wir täglich treffen, auf die Dinge, die wir tun, einfach auf unser ganzes Leben. Deswegen ist es so, so wichtig, halt da anzusetzen. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, die man wirklich umsetzen kann im Alltag. Also macht sie einfach und das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber langfristig, wartet mal ein paar Monate, ein halbes Jahr, hat es einen unglaublichen Effekt. Also bei mir hat es mega viel ausgemacht. Und wenn ihr euch nicht traut, alleine neue Dinge auszuprobieren, die Dinge, ja, Ängste zu überwinden, dann sucht euch jemanden. Gerade auch im Geschäft sage ich immer, sucht euch einen Business Buddy. Bei mir war das eine Freundin von mir, ja, die war auch nicht in meiner Linie, sondern eine Sideline. Und wir haben dann zum Beispiel damals immer dann Dinge ausprobiert, vor denen wir Angst hatten. Zum Beispiel Kaltkontakte machen oder so. Weil wenn man es gemeinsam hat, dann fühlt man sich immer ein bisschen ja, stärker und dann ist es auch ein bisschen wie so ein Spiel. Und ich sagte ja, die Bedeutung, die wir den Dingen geben, bestimmt, wie schlimm wir sie empfinden. Ja? Also sucht euch einfach eine Person, mit der ihr das einfach gemeinsam angeht. Ja, so viel von mir. Wenn ihr mögt, schreibt mir mal die Sachen, die euch vielleicht Angst machen oder Dinge, ja, wo ihr euch selber überrascht habt oder Dinge, ja, wenn ihr wollt, dazu Fragen habt zu dem Thema, schreibt mir die natürlich auch. Ja? Aber das würde mich mal interessieren, was so die Bereiche sind in eurem Leben, ja, die euch einfach herausfordern, vor denen ihr Angst habt, wo ich euch dann vielleicht noch Tipps geben kann, wie ihr mit den spezifischen Situationen umgehen könnt. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg.